Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. Heute möchte ich euch die brandneue Reoling Solar Floodlight Cam vorstellen. Das ist keine Kamera im klassischen Sinne für die Überwachung des Gartens, sondern vielmehr ein Bewegungsmelder mit zwei Hochleistungs-LED-Scheinwerfern. Die Erkennung der Bewegung erfolgt entweder optisch über dieses 2K-Kameramodul oder den PIR-Sensor, der direkt fest mit der Kamera verbaut ist. Die Beleuchtungseinheit ist individuell einstellbar mit diesen beiden LED-Flutern, die über alle möglichen Farbspektren eingestellt werden kann. Ihr könnt die Helligkeit individuell festlegen und das Besondere an diesem Modell ist, ihr braucht keine Stromversorgung. Ihr könnt das Teil überall dort aufhängen, wo irgendwo die Sonne hinkommt, und zwar nicht nur direkt, sondern auch indirekt, denn das fest integrierte Solarpanel hier an der Kamera fängt wirklich jeden Sonnenstrahl aus und sorgt mit nur einer Stunde Sonne am Tag für einen ganzen Tag Laufzeit. So verspricht es die Werbung. Ich werde das Ganze testen. Ich werde die Kamera hier bei mir auf dem Testgelände installieren, um euch dann zu zeigen, ist das Teil wirklich so gut und ist es sein Geld wert. Wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran, denn genau darum geht es in diesem Video. Kommen wir zum Unboxing der Reoling Solar Floodlight Cam. Die Kamera ist klein und unscheinbar und passt demzufolge auch in diese kleine Kiste hinein. Dazu bekommt ihr natürlich wie immer eine Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsaufkleber. Ihr bekommt ein USB-Kabel dazu, USB-A auf USB-C. Damit könnt ihr die Lampe auch zu Hause, also im inneren Bereich, einfach aufladen. Dazu gibt es auf der Unterseite hier entsprechende Öffnungen, wo ihr dann USB anschließen könnt, um die Kamera eben auch außerhalb des Solarpanels mit Strom zu versorgen. Zusätzlich gibt es noch ein paar Schrauben für die Befestigung und natürlich die Wandbefestigung an sich, die auf der Rückseite einfach nur hineingeschraubt wird. Diese Halterung wird an der Wand befestigt und dort kann dann die Kamera entsprechend hoch, runter, seitlich, links, rechts ausgerichtet werden. Die Lampen an der Seite sind zusätzlich nochmal flexibel bewegbar. Auch da könnt ihr entsprechend steuern. Was ihr nicht dazu bekommt, ist eine entsprechende SD-Karte, um die Daten, die die Kamera aufzeichnet, zu speichern. Die SD-Karte könntet ihr, wenn ihr mögt, hier unten auf der Rückseite ebenfalls einfügen. Das Ganze ist nur mit einem Gummiabdeckung wasserdicht geschützt, aber nicht diebstahlgeschützt. Das heißt, die Kamera sollte auf jeden Fall dort installiert werden, wo die Karte nicht gestohlen werden kann. Oder ihr zeichnet die Daten zusätzlich nochmal zu Hause aus, zum Beispiel auf dem Home Hub oder im Home Hub Pro. Alternativ natürlich SD-Karte. Entweder ihr nutzt dann einfach Karten eines berühmten Markenherstellers oder greift direkt zu den Reoling eigenen Karten dazu. Wenn ihr da Entscheidungshilfe braucht, schaut gerne mal unter das Video in die Beschreibung. Da verlinke ich euch das komplette Zubehör und dann könnt ihr mal sehen, wo preislich oder von der Leistung her der Unterschied ist. Die Kamera bietet eine 2K Auflösung. Also 4 Megapixel, was für eine Türkamera absolut ausreichend ist. Für die Überwachung eines Grundstücks wäre es mir persönlich wahrscheinlich viel zu wenig. Da fängt das Ganze meiner Meinung nach bei 4K oder höher an. Zusätzlich habt ihr einen Blickwinkel, also was die Kamera links und rechts mitnehmen kann, von 150 Grad. Das ist relativ viel. Die meisten Überwachungskameras liegen so zwischen 90 und 110 Grad. Also die Kamera kann dann schon ein bisschen mehr. Das Solarpanel, was oben fix installiert ist, was nicht im Verhältnis zur Kamera irgendwie mit einem anderen Winkel installiert werden kann, hat eine Leistung von 3 Watt. Das ist für die Kamera ausreichend, benötigt aber dennoch schon einiges an Licht, um die Kamera zu laden. Der Akku, der dort geladen hat 7800 mAh und damit kommt die Lampe nach Herstellerangaben problemlos 3 Monate hin, beziehungsweise diese Einheit, diese Reolink-Lampeneinheit, ohne dass erneut außerhalb nachgeladen werden muss. Die Beleuchtung liegt bei 1000 Lumen. Ich denke, das ist auch eine ganz schöne Leistung. Das werde ich mir heute Nacht dann anschauen, wie hell das Ganze tatsächlich macht. Ich werde die Kamera jetzt einfach mal an meiner Teststrecke installieren. Dort gibt es kein direktes Sonnenlicht, denn meine Testkameras hängen alle unter einem kleinen Vordach, um nochmal zusätzlich geschützt zu sein. Dort werde ich sie installieren. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, die Kamera, das interessiert mich auf jeden Fall. Ich möchte den Eingangsbereich überwachen. Ich möchte bei Bewegungserkennung, sei es ein Einbrecher oder dass ich selber einfach bequem an meine Haustür nachts kommen möchte, ein ordentliches Licht haben. Aber die Beleuchtung, die Sonneneinstrahlung, die passt einfach nicht. Dann habt ihr die Option, zusätzlich nochmal ein Solarpanel anzuschließen. Auch die gibt es ja von Reolink. Ich habe hier ein zusätzliches Panel mal mit besorgt. Das schaut dann so aus, diese Teile. Die könnt ihr dann einfach irgendwo, installieren. Mit dieser Halterung wird ebenfalls hinten festgeschraubt in Richtung der Sonne
richten. Und da habt ihr nochmal ein 4 Meter langes Kabel dran, um die Solarleistung dieser Lampe einfach zu optimieren, indem ihr auf dem USB-Anschluss auf der Rückseite dann dieses Solarpanel anschließt. Muss man halt schauen, wie schick das aussieht mit dem Kabel. Ich werde es jetzt erstmal testen mit der integrierten Einheit, indem ich die Kamera dort installiere, einrichte und dann mal probiere, ob sich das als Bewegungsmelder mit Beleuchtung, mit Kameraeinheit wirklich so gut macht. Übrigens, bevor ihr die Kamera jetzt irgendwo an unerreichbaren Orten installiert, solltet ihr sie zuvor in eurer App einrichten. Denn für die Einrichtung der Kamera in der App benötigt ihr den QR-Code und der ist auf der Rückseite der Kamera aufgedruckt. Ihr öffnet einfach nur die App, drückt oben rechts auf das Plus. Es öffnet sich der Scanner-Dialog und ihr könnt dann einfach die Kamera einscannen bzw. diesen QR-Code einscannen und anschließend werdet ihr gefragt, ob ihr die Kamera als Standalone betreiben wollt oder direkt mit eurem Home Hub betreiben wollt bzw. Home Hub Pro. Am NVR dürfte die Kamera nicht laufen, denn der unterstützt keine Akkuversionen. Ich empfehle euch grundsätzlich, die Kamera immer als Standalone laufen zu lassen. Das heißt, sie wird direkt im Client in der App angesprochen und anschließend könnt ihr sie immer noch in eurem Home Hub integrieren. Ihr habt sie dann in der App bzw. am Client zweimal zur Verfügung. Der Vorteil, wie ich finde, ist, dass alle Funktionen immer noch direkt über das Kameramenü erreichbar sind und zusätzlich alle Vorteile des Home Hub bzw. Home Hub Pro über dessen Oberfläche zur Verfügung steht. Also zweimal Win-Win, wie ich finde. Dort oben an meinem Holzregal in meiner Testfläche habe ich die Reolink Solar Flatlight Cam installiert. Mit der App habe ich entsprechend die Kamera ausgerichtet, so dass ich das Bild habe, was ich am Ende auch sehen möchte. Und ich muss sagen, die 150 Grad in der Horizontalen machen sich direkt bemerkbar. Es ist wirklich ein sehr breites Bild, was ich bekomme, auch ein sehr hohes Bild. Das hat mir schon mal sehr, sehr gut gefallen. Und was mir direkt in der App aufgefallen ist, ihr seht es jetzt hier am Installationsort, dort hinten, dort ist Süden, Südwesten ungefähr, dort die Kamera hängt zwar irgendwo auf der Südwestseite meines Grundstücks, aber das Solarpanel bekommt nicht wirklich Licht ab. Das Kuriose ist in der App, ich hoffe, man kann es jetzt hier erkennen, der Akku wird geladen. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie viel Licht die Kamera tagsüber braucht, um den Akku auf diesem Level zu halten oder vielleicht auch wieder voll zu laden. Natürlich auch abhängig davon, wie viel Energie verbraucht wird, wie viele Bewegungen erkannt werden, wie oft das Licht angehen muss. Doch wie wirkt sich die Beleuchtung nun bei den Aufnahmen in der Nacht aus? Und vor allen Dingen, wie wirkt sich das Licht auf die Umgebung aus? Es ist stockdunkel draußen und ich werde das Ganze nun einfach mal testen. Ihr seht das Livebild der Kamera schwarz-weiß in der Nachtaufnahme. Über das Menü kann ich nun den Scheinwerfer direkt einschalten und das Bild braucht eine ganze Weile im Aufbau, aber man kann doch sehr gut den Unterschied zwischen schwarz-weiß und auch der Farbaufnahme erkennen. Im Hintergrund ist das Bild etwas dunkler, aber man kann immer noch die Umrisse erkennen. Im vorderen Bereich natürlich etwas heller. Ich kann nun die Helligkeit und die Farbtemperatur individuell einstellen. Das, was ihr im Moment seht, sind ungefähr 10%. Ich gehe mal auf 50% und auf 100%. Bei 100% ist der Nahbereich doch sehr gut ausgeleuchtet, auch die Reflexion an den Wänden ist gut zu sehen und die Gartenlaube im Hintergrund ist nun auch zu erkennen. Was ihr jetzt seht, ist das warmweiße Licht, was am natürlichsten wirkt. Wenn ich zurückschalte auf die kalte Farbtemperatur, wirkt das Bild heller, aber auch kühler. Zum Vergleich werde ich das Licht noch einmal komplett deaktivieren und auf die Schwarz-Weiß-Ansicht zurückschalten. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Kamera überraschen mich positiv. Bei 2K hätte ich hier eine deutlich schlechtere Qualität erwartet. Die Reolink Solar Flatlight Kamera hängt jetzt eine gute Woche hier an meinem Teststand und wie ihr sehen könnt, hat das Solarpanel keinen optimalen Wirkungsgrad. Die Sonne läuft dahinter lang und der Dachüberstand tut sein Übriges, dass die Sonne bzw. das Sonnenlicht dieses Solarpanel nicht direkt treffen kann. Doch funktioniert es dann überhaupt? Wie lange hält dann der Akku? Nun ja, das Ganze habe ich jetzt getestet unter realen Bedingungen, denn diese Kamera werde ich nicht überall dort anbauen, wo die Sonne immer perfekt drauf scheint, sondern eben auch dort, wo sie nicht hinscheint. Unser Nebeneingang zum Beispiel liegt im Nordosten, dort scheint einfach keine Sonne. Dort würde sich dieser Bewegungsmelder, dieser kameragestützte Bewegungsmelder auf jeden Fall anbieten, aber ohne Sonnenlicht habe ich natürlich auch keine Lust, alle 4 Wochen rauszurennen und den Akku mittels USB
manuell aufzuladen. Nun ja, in der App kann ich das Ganze prüfen und habe aktuell einen Ladestand von 67%. Das ist relativ gut. Gestartet bin ich ja mit knapp 100% und ich muss dazu sagen, die ersten beiden Tage hat die Sonne sehr schön geschienen. Heute scheint sie auch mal wieder, aber zwischendurch hatte ich wirklich Tage, wo die berühmte Dunkelflaute geherrscht hat. Zwischendurch hat es sogar wieder geschneit. Anfang März fand ich nicht so prickelnd. Der Akku hat sich doch sehr gut gehalten und wie ihr sehen könnt, zeigt die Statistik lediglich auf, wie oft die Kamera verwendet wird, jetzt aber nicht unbedingt den Ladestand. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr natürlich auch vorsorgen und zusätzlich ein Solarpanel einbauen. Dieses Solarpanel gibt es separat zu kaufen. Das hatte ich euch ja schon gezeigt zu Beginn des Videos, dieses hier. Da habt ihr ein 4 Meter langes Kabel mit dazu und eine Halterung, einen Fuß hinten dran, um das Ganze zu befestigen. Alternativ könnt ihr das Ganze auch an einem Mast befestigen, gibt es ein Befestigungsband ebenfalls dazu. Ich werde jetzt für die zweite Testwoche das Solarpanel einfach an die Kamera anschließen und das Panel auf das Dach oben drauflegen, um eine optimale Sonnenversorgung zu bekommen. Morgens 5:30 in Deutschland möchte ich natürlich auch testen, wie der Bewegungssensor anschlägt. Auf welche Entfernung erkennt er Menschen und wie schnell werden die Scheinwerfer aktiviert. Hierzu habe ich die Beleuchtung rund ums Haus mal deaktiviert, habe auch bei den anderen Kameras weitestgehend die Beleuchtung abgeschalten, habe meine App aktiviert und ich laufe jetzt einfach mal in die Richtung der Lampe, des Scheinwerfers und wir schauen mal, wie schnell die Lampe anschlägt. Okay, also in der App hat das ruckzuck funktioniert. Ich befinde mich jetzt hier etwa auf knapp 5-6 Meter von der Lampe entfernt. Da muss ich sagen, hätte ich doch erwartet, dass die Entfernung deutlich mehr ist, dass auf eine deutlich größere Entfernung dieser Scheinwerfer mich erkennt. Die Gelegenheit möchte ich aber auch gleich mal nutzen, um euch zu zeigen, wie gut die Ausleuchtung ist. Bildet euch eine Meinung und schreibt mir gerne mal einen Kommentar dazu unter das Video. Ich habe die Reolink Solar Flatrate Kamera nun eine ganze Weile hier bei mir auf meiner Testebene laufen lassen. Und was soll ich sagen? Was ist mein Fazit? Nun ja, das ist keine klassische Überwachungskamera, sondern eher ein Fluter mit Bewegungserkennung auf optischer Basis. Diese Kamera kann über den PIR-Sensor die Bewegung erkennen. Sie kann Menschen und Tiere damit erkennen. Zusätzlich filmt sie die Umgebung über die Kamera und kann auf diesem Wege Bewegung erkennen und eben die Beleuchtung auslösen. Ihr könnt im Nachhinein über die App, über den Client, wo ihr wollt, nachschauen, was die Bewegung ausgelöst hat. Das ist keine Kamera, die ihr irgendwo oben am Haus installiert, um die Umgebung zu überwachen, sondern das ist meiner Meinung nach eher eine Kamera, die an dunklen Stellen positioniert wird, die man durchlaufen möchte und eben automatisch Licht haben möchte. Idealerweise vielleicht auch über der Haustür, wenn der Besuch da ist, dass der eben Licht hat und gleichzeitig könnt ihr diese Kamera eben verwenden, um zu schauen, wer steht dort vor der Tür. Also wie eine eine Gegensprechanlage. Dafür ist die Kamera meiner Meinung nach sehr gut geeignet. Auch die Stromversorgung hat mich positiv überrascht. Am Anfang ist der Akku relativ schnell weit runter. Wir hatten sehr wenig Licht gehabt. Es hat viel geregnet, sogar geschneit. Aber trotz des Dachvorsprungs hat die Kamera immer durchgehalten. Sie ist nie weiter runter als knapp unter 40% und am nächsten Tag waren wieder 100% da. Mit dem Solarpanel, was ja zusätzlich angeschlossen werden kann, ist natürlich eine deutlich bessere Stromversorgung möglich. Diese Kamera richtet sich also primär an diejenigen von euch, die keine feste Stromversorgung in der Nähe des Installationsort haben und auf Solar angewiesen sind. Das funktioniert erstaunlich gut. Spannend wird es dann im Winter, wenn Minusgrade herrschen und der Lithium-Ionen-Akku eben nicht mehr weitergeladen werden kann. Das kann ich aktuell aber nicht testen, deswegen hoffe ich, dass ihr mir im Laufe der Zeit hier auch einfach mal ein Feedback dazu gebt. Tja, Feedback ist mein Stichwort. Wie ist eure Meinung zu dieser Kamera, zu diesem Bewegungsmelder? Ist das was? Wäre das was, was ihr euch anschaffen würdet? Was fehlt euch? Was
überzeugt euch einfach an diesem Bewegungsmelder mit Kamerafunktion. Schreibt mir doch gerne mal einen Kommentar unter das Video in die Beschreibung. Dort findet ihr übrigens auch den Link zur Kamera mit weiteren Details, weiteren Spezifikationen. Das Modell ist jetzt brandneu auf dem Markt. Es gibt also auch tolle Sonderaktionen. Schaut einfach mal nach, ob da was für euch dabei ist, was das Teil überhaupt kostet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich auf euer Feedback und sage ciao, bis zum nächsten Video.